Wo sind wir? Das ist so geil hier. Und wir sind angekommen vor dem krassesten Gebäude jemals. Boah, da hinten, guck mal. Das sieht so episch aus. Wir sind einfach überall Affen. Da wird gefüttert, ja. Es ist Tag 32 seit Beginn der Reise und wir befinden uns am Flughafen in Richtung nächstes Reiseziel. Was das Budget angeht, bin ich über 4 Tage mit 100 Euro ausgekommen. Damit sagt der Kontostand von den anfänglichen 1500 Euro nur noch 1400 Euro. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out, nigga. Allein schon die Ankunft am Flughafen war phänomenal. Der Flughafen ist der beste der Welt. Nach Rankings so gut wie jedes Jahr. Junge, was ist das denn? Bruder. Dieser Indoor-Wasserfall, wir haben, ich weiß nicht, 5 Stunden oder so im Flughafen verbracht, einfach weil er so geil war. Wie das da mittig auch aussieht, wenn das Wasser runterläuft. Junge, das sieht so krass aus. Man darf nicht vergessen, dass wir immer noch in einem Flughafen sind. Das vergisst man richtig schnell, wenn man einfach hier ein bisschen rumschlendert. Ja, es wirkt echt wie ein Einkaufszentrum. Also hier kann man alle Attractions sehen, die es hier gibt. Einmal den Canopy Park. Der Airport war für mich eine Enttäuschung. Wie so ein Freizeitpark gewirkt, wo du aber nicht für einmal Eintritt zahlst, sondern überall. Alles, was du machen willst, kostet. Handlung wir, keine Ahnung was. Ja, das würde ich nehmen. 51 Dollar, da sehe ich mich. So, wir sind jetzt unterm Wasserfall. So sieht es von unten aus. Crazy. Hier ist einfach noch ein Kino im Flughafen. Das ist hier einfach viel zu groß alles. Hi! Auf einmal gab es da diese Vending-Maschinen, wo wir diese PSA-Pokémon-Karten Charizards gesehen haben. Die haben PSA 10 Charizards. Dann kannst du hier noch gewertete Karten holen. Is this okay? Let me drive for free. Singapur ist bekannt für seine strenge Gesetze und Regeln. Sei es das Verbot von Kaugummi auf den Straßen, strenge Strafen für das Wegwerfen von Müll oder sogar das Verbot von Rauchen in bestimmten Bereichen. Diese Strenge ist jedoch auch einer der Gründe, warum Singapur so erfolgreich ist. Die Stadt ist blitzsauber, die Straßen sind sicher und die Kriminalitätsrate ist extrem niedrig. Wir wollen auf die andere Straßenseite. Der Mann ist gefährlich. Wir wissen aber nicht, ob wir rübergehen dürfen. Jede Scheiße ist hier strafbar. Man muss auf alles achten. Wie soll man so leben? Auf frischer Tat ertappt. Polizei, wo seid ihr? Der Mann ist über der Haltelinie. Geht gar nicht. Du wirst hier einfach überall beobachtet. Hier oben ist eine Cam und die zeigt einfach direkt auf uns. Hier sind richtig geile futuristic looking ass cars. Wir müssen die Dinger mal kurz testen. Das Auto sieht so krass aus. What the hell? Das ist ja voll geräumig drin. Wir sind jetzt im Wagen drin und es sind einfach Massagestühle. Wir holen uns jetzt eine kostenlose Massage hier für so 10 Minuten, dann passt es. Man kann einfach seinen Sitz komplett nach hinten verstellen. Hast du schon Leaks hier, das ist ein Bett. Das erste Highlight war schon mal das Auto, in dem wir in der Mall gesessen sind. Wir sitzen hier seit 15 Minuten und auf einmal ist so eine riesen Queue hier vorne und jeder will hier nachher. Ach, und die Tür ist. Das macht einfach vor deren Augen immer die Tür zu. Guck den an. Almost. 1 minute. Und wir haben die 50 Cent Vibes wieder. Many men wish that upon me. Many men wish that for me. No, I don't cry no more. Ey, mach doch nicht weg. Diamond in the dirt that ain't been found. I'm the underground king and I ain't been crowned. When I found something special happen every time I'm the great. Aha. Was haben wir hier so Schönes? Und siehe da, aus dem Nichts ist mein Channel aufgepoppt. Leute, folgt dem Channel Road to 1 Million. Gelegentlich findet man auch solche Autos hier. Sieht schon böse aus. Dieses Restaurant ist einfach Fat Bird. Abends waren wir noch etwas unterwegs, sind aber richtig früh dann nach Hause gegangen, weil der nächste Tag ein langer Tag sein sollte. Guckt euch diesen Wagen an hier. You have to show us the inside. This one here, 2 million.
Singapore $2 million. Es ist übertrieben voll hier. Ganz Singapur ist hier gefühlt. Unser Hauptziel war eines der bekanntesten Hotels der Welt, nämlich Marina Bay Sands. Das Marina Bay Sands ist das ikonische Wahrzeichen Singapurs schlechthin und eines der bekanntesten Resorts weltweit. Es besteht aus 3 Türmen, die durch eine einzigartige schiffsförmige Struktur, den sogenannten Sky Park, verbunden sind. Der Sky Park bietet atemberaubende Ausblicke auf die Skyline von Singapur und beherbergt den berühmten Infinity Pool, der über die Kante hinaus zu schweben scheint. Marina Bay Sands ist nicht nur ein Zentrum für Luxus und Unterhaltung, sondern auch ein architektonisches Meisterwerk, das Singapur als einer der modernsten und innovativsten Städte der Welt symbolisiert. Wir sind jetzt unter dem epischen Tower. Hier gehen wir jetzt rein. Let's go. Schon beim Betreten von Marina Bay Sands spürt man förmlich den Luxus. Von den eleganten Designerläden über exklusive Marken bis hin zu einzigartigen Boutiquen. Im Inneren gibt es außerdem jede Menge zu sehen, atemberaubende Architektur, wunderschön gestaltete Einkaufspassagen. Wir sind dort angekommen. Wir wussten, das Hotel, wenn wir da reinkommen, ist ganz weit oben auf der Liste. Aber das ist eigentlich Tagesgeschäft für uns. So einfach geht's dann. 22, let's go. Mal schauen, was es hier gibt. Oh, lass mich mal kurz die View checken. Digga. Weil die View hier waren, Bro. Der ist schon gut. Die View ist schon gottlos. Guck mal. Das ist eine perfekte Aussicht hier oben auch. Anders als bei den bisherigen Hotels kann man mit dem Aufzug nicht direkt ganz nach oben fahren. Im Prinzip muss man 3-mal den Aufzug wechseln, um ganz nach oben zu kommen. Ja, lass kurz vorne. Was? In der auch. Die werden es herausfinden. Geht ihr auch hin? Ja. Hervorragend. Das ist schon sehr hoch. Ja. Und wir ackern uns hoch. Ab nach oben. 57, gleich gibt es die komplette View. Kann ich uns die gestürzte View geben? Ich bin schon angespannt gerade. Wenn man nicht aufgeht, dann gibt es immer einen Weg. Auf einmal laufen wir diese Stufen hoch. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir klettern hoch. Ich habe es geschafft. Wir sind drin. Meine Damen und Herren, darf ich euch präsentieren. Die schönste View in ganz Singapur. Wir sind drin. Das ist die andere Seite, by the way. Boah, Junge. Hier unten ist der Garten, da wollen wir auch rein. Hier links ist dieses Flower Dome. Das ist so gestört. Was ist mit Grand China? Ich vergesse den Namen jeden Moment. Also Leute, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir uns den Kuh verdient hier. Das ist der View vom Pool aus. Wir konnten dann den ganzen Weg, den wir hingelaufen sind, aus dem Pool aus betrachten, mit den ganzen Hochhäusern. Wir können das Hotel sehr empfehlen. Alleine wegen der Dachterrasse würde ich sagen, ist das eine 10 von 10. Garantiert. Das ist für mich eine 11 von 10. Hinter den Marina Bay Sands sind noch die Gardens by the Bay, auch super schön in Singapur. Natürlich alles aufgesetzt, so wie das ganze Land. Let's go outside. Und da oben waren wir gerade im Pool. Das sieht clean aus. Das ist einfach ein Jurassic Park hier. Hier hinten einfach auch noch. Es sind so viele Leute hier. Hey, was passiert jetzt? Und da gab es dann die erste Lightshow. Wir dachten, wir sind so zu einem einmal im Jahr Event gekommen. Das ist irgendwie 2-mal jeden Abend. By the way, das hier ist unser Hotel oder Guesthouse in Singapur. Wir zahlen für diesen Keller hier, für dieses Gefängnis, ja. Guckt euch den toten Mann an. Für dieses Gefängnis, ein 5x3 Meter Gefängnis mit einer Uhr, die nicht funktioniert. Einer AC, die temporär läuft. Einer Lampe, die so hell ist, dass du erblindest, wenn du da reinschaust. Zahlen wir 20 € die Nacht. Wenn man das natürlich vergleicht mit den Preisen in Malaysia, in unserem 5-Sterne-Apartment mit Infinity Pool, mit Blick Richtung Petronas Tower, ist das hier alles atrocious. Aber wir sind natürlich im reichen und gelobten Land Singapur. Da sind die Preise etwas anders als in Malaysia. 20 €? Ja. Pro Person.
Ist das ein Scam? Bro, what the fuck? Das Gute ist, dadurch, dass das Guesthouse hier oder unser Zimmer hier einfach so scheiße war, hat es uns auch irgendwie ein bisschen angespornt, draußen länger Zeit zu verbringen. Ja, es war ein langer Tag, wir haben angefangen mit Little India. Es hat komplett gepisst, aber es war sehr cool, so dieser Kontrast zu sehen. Junge, was ist hier los? Es ist komplett am Pissen. Ich hab noch einmal kurz die Seitenstraße gewechselt, so sieht's aus. Digga, was ist das? Guck mal kurz hier rein, Bro. Die haben einen coolen Shop. Wie findest du deine Schuhe? Die haben einen richtig coolen Shop. Hi. Mein Gott, den hab ich auch so ein Supreme. Let's go zocken hier. Choose your fighter. It's rough that you gotta hang tough to make it. History repeats itself. Try and you succeed. Never doubt that you're the one and you can have your dream. So, das nächste Battle steht an. Grün ist Lukas, gelb ist Jonas. Around. And nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Who wants to play against me? I need an opponent that is worthy enough. Bye, bye, bye. Have a nice day. Dann sind wir weiter nach Little Arabia. Die Moschee. Was ist das denn für ein heftiger Wagen, Dog? Der hat doch einfach einen Spoiler hinten. Was hat der für einen Motor? Bro, what the fuck? Der fliegende Käfer. Hi. Das ist cool hier. Dann sind wir weiter zum Formel 1 Circuit. Man hat schon gesehen, an welchen Straßen die Autos fahren, weil die Straßen so breit waren, so sauber asphaltiert und so. Diese Fahrbahn hier ist Teil der Singapur Formel 1 Strecke. Eine der coolsten Strecken, Die J-Borken mir gleich. Wir haben keine Formel 1 Wegen leider gesehen, aber ich habe dann einen guten Ersatz gefunden, mit dem wir auch entlang der Formel 1 Strecke dann gefahren sind. Do some tricks. Brother, can you show us some tricks? Do you got some tricks? Okay, perfect. Yes, sir. Clean, brother. Thank you. Cheers. Dann sind wir über diese Helix Bridge zu Marina Bay Sands gelaufen. Zwar konnte man im Marina Bay Sands zum italienischen Restaurant hoch. Also Leute, wir haben uns jetzt zum Abschluss nochmal von Singapur den 20-Layer Cake gegönnt. Das ist ein Investment von dem 3K Budget, das wir haben. 20 Schichten. Sieht schon sehr lecker aus. Und dann mit der View hier ist das ein gutes Ende, wie wir finden. Aber jetzt erstmal 20-Layer Cake, Geschmackstest. Da sind wir richtig gespannt drauf. Der Kuchen war so wie eine Belohnung einfach so. Wir haben schon so viel erlebt, so viel gemacht, so viel gelaufen jeden Tag. Haben wir einfach gechillt, die Hochhäuser angeschaut. Das war der krankeste Kuchen, den ich je gegessen habe. Der Kuchen, der hat so eingeschlagen. Wir haben hier Schokoladenbiskuit, gelayert mit Erdnussbutter, gemischt mit Karamell, diese Schicht hier. 20 Stück davon. Außen haben wir noch eine Schokoladenglasur. Das ganze Paket, ja, so sieht es aus. Dann dachten wir eigentlich, ja, jetzt ist alles super, Abend vorbei. Mir war klar, mein Budget wird langsam knapp. Bislang habe ich auf der Reise eigentlich nur Geld ausgegeben. Deswegen war es auch mal Zeit, Geld zu verdienen. Und zwar wussten wir, es gibt ein Casino in diesem 5-Sterne-Hotel. Also Leute, wir sind im Casino angekommen. 3K Budget. Wir werden das verdoppeln. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich der Blackjack Master bin. Deswegen, das wird eine ganz lockere und sichere Sache. Und dann gehen wir hier auf jeden Fall mit 5K Budget raus und können den Urlaub nochmal so richtig krachen lassen. Das ist der Plan gerade. Es ist todessicher, es wird komplett klappen. Faye sagt mir dann, ja, by the way, ich bin auch Blackjack-Profi. Dann habe ich gedacht, ja, lass mal spielen. Beim Blackjack ist das Ziel, mit den Karten so nah wie möglich an 21 Punkte zu kommen, ohne diese Zahl zu überschreiten. Die Zahlenkarten von 2 bis 10 zählen entsprechend ihrem Wert, Bildkarten zählen 10 Punkte und das Ass kann entweder als 1 oder 11 Punkte gezählt werden. Der Spieler hat die Wahl, eine weitere Karte zu ziehen, das nennt man Hit, oder zu passen, Stand, wenn er mit seinem Kartenwert zufrieden ist. Das Ziel ist es, den Kartenwert des Dealers zu übertreffen, ohne dabei über 21 Punkte zu kommen. Wenn ein Spieler über 21 geht, verliert er automatisch. Wenn der Spieler näher an 21 ist als der Dealer, gewinnt er die Runde.
Spielrunde. Warum haben wir uns für Blackjack entschieden? Weil im Gegensatz zu Slots, bei denen die Gewinnwahrscheinlichkeit programmatisch auf einen spezifischen Prozentsatz festgelegt ist, die Chancen beim Blackjack höher sind. In Kombination mit unserem mathematisch berechneten Cheat Sheet liegt der Vorteil des Casinos bei nur 0,5%, was ein Spieler eine deutlich bessere Gewinnchance bietet. So, wir haben 30 Singaporean Dollars. Das ist unser Startguthaben. Das Ding wird gleich bei 3K landen. Also bevor wir noch reingehen, haben wir hier die Blackjack-App installiert, um ein bisschen zu trainieren. Und wir haben ein Cheat-Sheet, wie man spielen soll, damit wir ganz safe unterwegs sind. Leute, es muss klappen. Wir müssen hier Profit holen. Also wir haben jetzt hier 15 gegen 7. Wenn man hier schaut, 15:7 ist ein Hit. Das heißt, man nimmt noch eine Karte. Jetzt zieh eine Karte. 18. Okay. Bleib stand. Stand. Wir haben verloren. Erstmal 2 Stunden Panik schieben, die Regeln auswendig lernen, das Cheat Sheet auswendig lernen. 14,07 ist ein Hit, ja, ist ein Hit. Bro, bis jetzt sieht's überhaupt nicht gut aus. Cheat Sheet wurde studiert, jetzt hängt es nur noch von uns ab, wie wir das runterspielen. Erstmal war die Idee, so 30 Singaporean Dollar zu setzen, aber die Limits haben noch was anderes gesagt. Wir hätten nur eine Round spielen können, deswegen haben wir dann nochmal 100 abgehoben. So, wir sind ready. 100 Singapur-Dollar. Der Chip von 30 Scheine nochmal, die wir eintauschen werden. 130 Singapur-Dollar. Wir sind ready, Bro. Wir sind ready to fight. Man setzt einfach so 30 Euro oder so pro 2 Karten und das war so unser Tagesbudget. I can drink here, right? Schon mal clean jetzt. Ey, wir sind gut dabei. Wir haben 110 Minuten. Da muss man eigentlich nicht so wenden. Einfach weiter. 125er. Oder machen wir jetzt 100er? Lass 100er. 3 in Folge verlieren ist krass. Ja. Geht niemals ins Casino. Das Ding ist durch. 3K Budget. Keine Ahnung, ob das was wird. Ja, zum Glück haben wir noch ein bisschen was von unserem 20-Layer Cake. Wir haben jetzt hier auch noch ein paar letzte Dollar, 2 Münzen. Es war ein harter Abend. Unsere Taktik geht komplett auf. Ich habe es euch von Anfang an gesagt, dass wir es schaffen. Also insgesamt sind wir jetzt mit einem Profit von knapp 100 Singaporean Dollars rausgegangen. Das macht umgerechnet knapp 60 Euro, 65 Euro oder so. Der Traum von den 3000 Euro lebt wieder. Der 3000 Euro Traum lebt. Wir sind reich. Yes, sir. Singapur ist einfach durchgespielt. Das war der erste Erfolg und danach waren wir süchtig. Kannst du nicht anders sagen. Das Ding hier bleibt eine Geschichte für sich. In dem Sinne, Leute, geht nicht ins Casino. Das ist der größte Scam jemals. Und am Ende haben wir nochmal ein Highlight gesehen. Richtig reichen Chineser mit so 10.000 Dollar entscheiden auf den Tisch. Stacks an Chips schmeißt er rum. Aber jetzt auch schon 4 Uhr. Wir sollten langsam nach Hause gehen. Es ist 4 Uhr nachts, man rafft es gar nicht. Weg hier. Kostenlos Getränke, alles. Es sind unfassbare 36 Tage seit Beginn der Reise vergangen und wir fliegen von Singapur in ein neues Land. Der Casino-Gewinn hat die Ausgaben reduzieren können. So habe ich in den letzten 3 Tagen ca. 60 Euro ausgegeben und bin jetzt auf 1.335 Euro herunter. Singapur war als Reiseziel ganz anders als die bisherigen Orte, die wir besucht hatten. Wir haben zwar viel erlebt, aber von der Experience her ist es weitaus nicht über Thailand. Deswegen haben wir uns entschieden, nach dem 3. Tag weiterzuziehen Richtung nächstes Reiseziel. Als nächstes sind wir von Singapur, diesem super touristischen, metropolartigen Ort, nach Yogyakarta geflogen. Einem Ort, der gar nicht touristisch ist. Es gab endlich wieder Natur. Wir haben die Aussicht so genossen. Das ist die schönste Landschaft. Ja, ich glaube auch. Wir haben eine Wanderung begonnen in die Stadt und da hinten sieht man schon unser Ziel. Das ist ja die Insel der Götter. Hier gibt es richtig viele krasse Statuen. Man muss sich mal ein bisschen umdrehen hier, dass man realisiert, wo man eigentlich gerade ist. Also Leute, es ist 4 Uhr morgens. Fragt nicht, wie wir hier gelandet sind.